Ja, mein Name ist Monja Burkhardt. Ich bin 32 Jahre alt und komme ursprünglich aus Deutschland, also aus dem schönen Schwarzwald. Jetzt bin ich eben als Projektmanagerin tätig und mache eben auch im Data Science Bereich Datenauswertungen. Ich habe ziemlich verschiedene Interessen. Das war schon immer so eine Sache, dass ich mich sehr schwer auf so eine Sache festlegen konnte. Also einerseits war ich schon immer so super an Sprachen interessiert und mag das eben sehr gerne. Ich habe früher viel Theater gespielt und mag das auch sehr gerne, eben zu sprechen, zu kommunizieren und so das Kreative. Aber ich hatte auch immer so eine andere Leidenschaft, dass ich auch gerne mathematisches Interesse hatte und ja, mir ist aber auch immer super wichtig, dass ich auch so privat immer auch einen großen Ausgleich habe. Deswegen mache ich gern Sport. Ich gehe viel laufen, Taekwondo. Ich habe ursprünglich Mathematik und Spanisch studiert auf Lehramt und habe dann aber danach ein Doktorat angeschlossen in Sprachwissenschaften. Und es ist aber tatsächlich nicht so weit von dem entfernt, was ich jetzt mache, weil ich auch in meiner Doktorarbeit viel mit sprachlichen Daten gearbeitet habe. Und da musste man dann auch sehr viel sprachliche Daten kodieren und dann Modelle drauf anwenden. Es geht eigentlich immer darum, wie man aus Daten möglichst viel Erkenntnisse gewinnt. Dazu gehört erstmal ganz viel eben Datenbereinigung, wenn man eben einen großen Datensatz hat. Die Daten kommen natürlich nicht immer so, wie man sie dann später auch verarbeiten kann, sondern man muss sehr viel Preprocessing machen und die Daten bereinigen. Also was mir sehr wichtig ist, ist, dass dem Unternehmen auch viel daran liegt, dass man sich weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, dass eben die Work-Life-Balance einfach sehr viel besser funktioniert, die natürlich in so einem kleinen Unternehmen sehr unkompliziert ist und sehr einfach und natürlich auch die flachen Hierarchien. Wir haben auch immer wieder solche Veranstaltungen, es nennt sich Open Space, dass man quasi zu verschiedenen Themen einfach so Räume hat, in denen man drüber reden kann. Und da lernt man die Leute schon kennen. Und das Besondere an unserem Team, also was ich sehr schätze, ist, dass alles wirklich sehr, also mit jeder Person, mit der ich je zusammengearbeitet habe hier, kann ich absolut sagen, dass es absolute Teamplayer sind. Ja, was mich sehr interessieren würde, wäre halt im Bereich Data Science mehr Verantwortung zu übernehmen. Vor allem, was mich sehr interessiert, ist eben, weil ich habe ja den Hintergrund mit der Sprachwissenschaft und da eben die Schnittstelle wäre Natural Language Processing. Und da bekomme ich auch derzeit ja auch immer die Gelegenheit durch eben die Zeit für Weiterbildung, dass ich mache derzeit auch Natural Language Processing Kurse und bilde mich da weiter. Und das würde ich auch gerne mehr anwenden können und dass wir eben in dem Bereich vielleicht auch mehr machen. Was ich auf jeden Fall unterstreichen kann, ist eben, dass es eben Trust wird schon gelebt wird. Also man hat immer das Gefühl, dass schon gegenseitiges Vertrauen da ist. Also es ist nie so, dass dass wirklich jeder Schritt, den man tut, 1:1 kontrolliert wird oder dass jemand da steht mit der Zeitschaltuhr und sagt, okay, heute hast du nur 7 Stunden und 59 Minuten gearbeitet und dass man eben auch seine Arbeitszeiten so frei einteilen kann und dass da wirklich auch vertraut wird, okay, wenn man oder jetzt privat irgendwas zu tun hat, dann ist es auch in Ordnung, wenn man eben mal 2 Stunden weg ist und da ist aber niemand, der dann genau nachfragen würde, was war denn da, warum warst du da nicht erreichbar? Und man kann das auch einfach im Team kommunizieren, hey, ich habe hier einen Tag, da werde ich nur einen halben Tag arbeiten können. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich wirklich immer Neues lernen möchte und auch schwierige Situationen eher so als Herausforderung sehe, dass ich mich nicht abbringen lasse. Ich bin aber auch eine Person, die auch gerne ihr Wissen teilt und dann auch gerne vor Menschen spricht. Und also ich glaube, ich bin so beides. Also ich habe so beide Teile in mir. Und einerseits eben das Analytische, die Person, die gerne allein sich in Sachen hereindenkt, aber dann auch gerne Erkenntnisse teilt und präsentiert.